for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, auf Deutsch sagt man, glaube ich, Chamäleon anolis dazu, Chamäleolis barbatus. Also es ist tatsächlich ein Anolis. Der Name Chamäleon anolis kommt wohl daher, dass er auch seine Augen wie so ein Chamäleon getrennt voneinander bewegen kann. Zum einen, und auch der Kopf, oder wenn man jetzt so sieht, ne, erinnert er natürlich schon stark an ein Chamäleon. Die Tiere sind aus Mittelamerika, haben eigentlich eine ganz geringe bis gar keine Fluchtdistanz, ne, verlassen sich auf ihre Färbung. Also finde ich wirklich auch, also ich bin, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nicht so der Anolis-Fan, aber sowas hier finde ich auch super schön. Deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Die Folge heute wieder über unsere zweiköpfige Boa. Unser Sensationstier war diesen Sommer überall in der Presse. Presse, Fernseh, international. Dann natürlich euch das Tier zeigen, wie es dem Tier jetzt geht. Wollt ihr bestimmt sehen, habt ihr bestimmt Interesse dran. Nach wie vor sind wir an der Namensfindung, deswegen sage ich gerade unsere zweiköpfige Schlangen. Ja, und zum Schluss noch, was soll man machen? Sollen wir mal schauen, hat sie zwei Herzen, hat sie ein Herz? Mal eure Meinung dazu, das wollen wir heute behandeln in der Sendung. Wer von euch hat es gelesen, irgendwo in der Zeitung? Die Frage ist auch, in welcher Zeitung habt ihr es gelesen? Also bei uns war es Schwarzwälder Bote, Südwestpresse, das hier Südwestpresse, hier, das ist der Südkurier, da war es drin. Und also ich weiß nicht, ob man das als größten Erfolg feiern kann, aber hier diese Zeitung mit den großen Buchstaben und den großen Bildern, da waren wir auch groß vertreten in der Bild-Zeitung. Ne? Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Schlangenkarriere, dass ich sogar, ich weiß nicht, ist es Ruhm, Ehre oder ist es, oh je, jetzt sind wir sogar in der Bild-Zeitung, keine Ahnung. Nee, freue ich mich, dass wir da drin auch kamen. Riesengroß, Boa, meine Schlange hat zwei Köpfe. Im Fernsehen ist es rumgegangen, ne? Also sei es im regionalen, aber auch im überregionalen deutschen Fernsehen kam die zweiköpfige Schlange und auch international wurde sie rumgezeigt. Also sie ist bekannt, sie scheint Karriere zu machen. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise nachher, wenn wir auf den Namen kommen, dann kommen wir nochmal aufs Fernsehen zurück. Hier sind sie, unsere zwei Hübschen, gesund und munter, auch echt schön gewachsen. Ne? Wenn ihr euch mal den Fütterungsfilm oder den Film mit Norbert anschaut, werdet ihr feststellen, also die hat echt einen tollen Wachstumsschub gemacht oder hat schön zugelegt. Ne? Frisst auch gut, frisst fast zu gut. Also am Anfang waren wir ja ganz happy, dass beide Köpfe fressen. Mittlerweile ist es so, dass mit den beiden Köpfen, das wird schon zum kleinen Problem, weil wirklich, wenn wir Futter anbieten, dann wollen beide das Futtertier haben. Das erste, was wir anbieten, gehen beide auf das erste Futtertier los. Und ich bzw. die Ludmilla, die sie hauptsächlich versorgt, muss wirklich immer gucken, dass es keine Streiterei ums Futtertier gibt, ne, weil sie wirklich beide fressen wollen. Und der größte Gag ist, wenn wir eine zweite Maus anbieten, dann tun zum Teil wieder beide Köpfe auch auf die zweite Maus. Also es ist nicht so, dass der erste Kopf dann zufrieden ist und die zweite Maus dem zweiten Kopf überlässt, sondern dann wollen auch beide da dran fressen. Also da hat die Ludmilla zurzeit alle Hände voll zu tun, dass das gut funktioniert. Ne? Und interessant ist, wenn dann ein Kopf zwei kleine Mäuse gefressen hat, selbst wenn das der gleiche Kopf war, eine dritte wollen sie dann beide nicht mehr. Ne? Dann ist dann bei der dritten Maus, und sei sie noch so klein, dann ist vorbei, ne? Wenn wir da mal eine anbieten wollten. Ihr seht, sie kommt gerade in die Häutung. Ne? Die Augen sind ganz blau. Ja, die nächste Häutung steht an. Das ist ja auch ein bisschen tricky, ne? Mit den, wo sich die zwei Hälse teilen.
An der Stelle hakt es immer gleich wegen bei der Häutung, aber mittlerweile klappt es auch ganz gut. Also dem Tier geht es wirklich tippitoppi, ist gesund und munter, bin ich wirklich happy drüber und ich denke, das sieht man auch hier. Also diesen Zweien geht es echt gut. Jetzt geht es noch um die Namen der beiden. Ihr habt echt toll mitgemacht, kamen viele und tolle Namensvorschläge. Das Schwierige ist, was wählen wir aus? Ich habe mich jetzt wegen auf die Likes von euch verlassen. Sehr viele Likes hat Chuck und Norris bekommen. Ying und Yang hat viele Likes, beziehungsweise ist oft gefallen der Name. Norbert und Stefan hat auch sehr viele Likes. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch, oder eben die Insider wissen, wieso Norbert und Stefan, die Nicht-Insider wissen es nicht. Das ist das, was mir bei den Namen gleich den Kopfzerbrechen macht. Und Rocky Balboa, also einer Rocky und der zweite Balboa, finde ich nach wie vor richtig toll. Wahrscheinlich, weil ich früher ein Riesenfan der Rocky-Filme war, ich weiß es nicht. Aber eben, weil mir das Wortspiel mit dem Balboa auch so gut gefällt, ne? Also Rocky und Balboa. Das wären die 4 Namen, die in der Endausscheidung sind. Und wir haben uns überlegt, wie gesagt, hier unsere 2 sind ja überall in der Presse, im Fernsehen. Heute Abend um 19:30 Uhr, ne, heute Freitag, wenn ihr die Folge jetzt direkt anschaut, ist heute Freitag. Heute Abend 19:15 Uhr circa kommt im SWR, ne, im Südwestrundfunk, SWR 3, kommt die Landesschau. Da bin ich mit unserer tollen Hydra hier. Da werden wir das auch mit den Namen nochmal durchsprechen und dann werden wir im Rahmen der Sendung bzw. in der Sendung wird auch nochmal dazu aufgerufen, unter diesen 4 Namen den tollsten rauszusuchen. Also haben wir uns gedacht, eben, dann machen wir das übers Fernsehen, diese Namenswahl, über den SWR heute Abend. Guckt rein, beziehungsweise wir werden euch auch versuchen, den Link zu der Abstimmung vom SWR hier einzublenden und dann könnt ihr bei dieser Abstimmung auch mitmachen und der Name von den 4, der dann diese Abstimmung gewinnt, der wird es dann letztendlich werden. Noch zu guter Letzt, es war ja immer die Überlegung, haben diese 2 Köpfe, diese 2 Tiere, dieser eine Körper, schlägt darin ein Herz oder 2 Herzen, habe ich bis jetzt noch nicht untersuchen lassen. Würde mich mal eure Meinung interessieren, dürft ihr gern unten in den Kommentaren posten. Soll man da, ich glaube Ultraschall macht man in dem Fall, ne? Oder man braucht da so ein Doppler wahrscheinlich, Ultraschall-Doppler habe ich mal so medizinisch irgendwie mitgekriegt, um das untersuchen zu lassen. Was meint ihr dazu oder seid ihr Fachleute, habt ihr Vorschläge, wie man das am besten untersuchen kann? Postet es unten. Insgesamt, wenn ihr Fans von unserer tollen Hydra seid, gebt uns bitte einen Daumen hoch und wenn ihr unser Reptil TV abonniert, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wie es den Zweien hier geht. Dann werdet ihr alles erfahren. Also abonniert den Reptil TV Kanal und dann können wir alle zusammen weiterhin beobachten, wie das mit dieser Sensation oder mit dieser Laune der Natur oder mit diesen 2 hübschen Boa-Köpfchen weitergeht.